Wurst, habe ich ja gerade schon gesagt. Und zwar gibt es einen ganz fantastischen Film, der jetzt am Donnerstag in die Kinos kommt. Der heißt Absolutely Fabulous. Ist eine Serie aus England, die seit 2012 nicht mehr läuft. Aber jetzt ist sie wieder da in Form von einem Film. Und wir schauen uns den Trailer an. Eddie, ich hab Durst. Liebes, wo ist der Champagner? Eddie, wo ist er? Wenn ihr etwas haben wollt, dann müsst ihr es bezahlen. Seit wann? Ich bin PR. Wen repräsentieren Sie? Lulu. Ich liebe Lulu. Spice Emma. Girl Power. Und? Königin Nur. Darling, du weißt es noch nicht, aber Kate Moss wechselt ihre PR-Agentur. Schnapp sie dir. Kate Moss, Darling. Ich bin auf dem roten Teppich von Londons größtem Fashion-Event des Jahres. Wo ist Kate? Wo ist Kate? Ich entsorge mal eben den Herrn. Hi, Johnny, kennst du mich nicht mehr? Oh Gott, unglaublich, dass Sie noch leben. Johnny? Kate, 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 Kate! Die Polizei sucht weiterhin die Tänze nach Munition. Wie schlimm kann es schon sein? Ich meine, also... Du hast Kate Moss umgebracht. Scheiße. Eddie, wir müssen verschwinden. Wir müssen sofort abhauen. Ja, wir sind frei! Wir sind in Südfrankreich, hier sind alle kriminell. Das Geld, die Häuser, die Yachten. Was ist das? Sowas wie eine Senioren-Lesben-Party? Wo sind die Männer? Danke, den Service hat British Airways nicht. Sie ist übrigens schon mal ein Mann gewesen. Das könnte unser Leben sein. Wir gehen nicht mehr zurück, wir gehen nicht mehr zurück. Bremsen, Eddie! Absolutely Fabulous ab dem Donnerstag im Kino und wir haben schon gesehen, unfassbar viele Stars dort in diesem Film. Ja, Jon Hamm, Gwendoline Christie von Game of Thrones, Kate Moss natürlich und die brauchen natürlich alle eine deutsche Stimme und da kommt Conchita Wurst ins Spiel, denn sie hat unter anderem, ja nicht in diesem Film im Prinzip mitgespielt, sondern einem ganz bekannten Supermodel ihre Stimme geliehen. Ich habe sie exklusiv zum Interview für euch getroffen und sie verrät uns selber, was sie denn zu dem Film sagt. Ich sitze jetzt hier mit der fabelhaften Conchita Wurst. Hallo erstmal. Du hast eine Synchronrolle in dem Film Absolutely Fabulous. Und sag mal selber, wen darfst du denn sprechen? Ich leihe meine Stimme der wunderschönen Jordan Dunn, einem britischen Topmodel, mit der ich leider nichts gemeinsam habe, außer dass wir in diesem Film mitspielen. Das war sehr aufregend, denn es ist wirklich eine ganz andere Art von Arbeit, aber auch der Arbeit in einem Tonstudio für Musik nicht sehr unähnlich. Ja. Der größte Unterschied ist, dass ich meinen Mund aufmachen muss, wenn Jordan Dunn ihren Mund aufmacht. Und da kommt es auf Millisekunden an und das ist mitunter auch ein bisschen stressig. Und wie lange hat das so gedauert oder wie war so der Stress für dich? Man muss sagen, dass es natürlich eine relativ kleine Rolle ist. Ich habe mich sehr bemüht und sehr angestrengt. Wir waren auch in 20 Minuten durch. Ach. Eigentlich war es eine Stunde. Ich wollte gerade sagen, Profi, aber trotzdem eine Stunde, also ist ja trotzdem sehr gut schon. Eben, also ich mache das ja nicht so oft und es dauert dann auch ein bisschen, bis man die richtige Sprachmelodie findet. Man muss ja auch versuchen, sie im wahrsten Sinne des Wortes zu übersetzen und nicht nur den Inhalt, sondern eben auch ihre Emotionen und wie sie sich gibt und wie sie spricht und in welchem Tempo. Und das hat eben ein bisschen gedauert. In dem Film sind ja unfassbar viele Stars. Das ist ja mal, egal wo man hinguckt, in jeder Szene ist dann auf einmal ein anderer dabei. Ja. Man kann ja schon sehr neidisch werden, dass man nicht direkt in dem Film mitspielen durfte, oder? Und so Fanboy-mäßig alle angucken konnte. Absolut. Ich hätte natürlich alles gegeben. Ich hätte mir ein C abgeschnitten, um in diesem Film mitzuspielen. Aber viele meiner Freunde tatsächlich sind in diesem Film involviert, weil Absolutely Fabulous kann man sagen, kann man jetzt schimpfen, dass ich das als Klischee hier präsentiere, aber die Fanbase von AbFab ist ein sehr, sehr großer Teil aus der LGBTIQ-Community. Soll heißen, wenn man in dieser Community aufwächst, dann kommt man sehr, sehr schnell mit AbFab in Berührung und viele meiner Freunde sind Drag Queens aus London und es gibt eine Szene, wo eben diese ganze Drag Queen Community aus London mitspielt und deswegen durfte ich da auch so ein bisschen mit dabei sein, wenn auch nur über SMS und irgendwie, und wie war's? Und Live-Ticker. Und wie sind sie? Und deswegen
habe ich mich dann natürlich gefreut, dass ich auch so ein ganz klitzekleiner Teil des Teams sein durfte. Wie viel Wahrheit oder Klischee steckt denn in diesem fabelhaften Film jetzt drin eigentlich? Da ist ja alles dabei, von Presse, Models, dieses ganze Business, man will irgendwie nicht älter werden und Klamotten sind alles und... Es ist natürlich wahnsinnig überspitzt, aber es ist auch sehr, sehr viel Wahrheit darin und deswegen liebe ich auch Ab Fabs so sehr, denn natürlich ist es Comedy, aber es hat Tiefgang, weil man darüber nachdenkt. Und die Witze sind manchmal so erschreckend ehrlich und böse, dass man gar nicht genau weiß, ob man jetzt lachen darf oder nicht. Aber das finde ich brillant, denn man kommt dann in die Situation nachzudenken, warum ich das jetzt eigentlich falsch finde, warum sie das zu ihrer Tochter sagt. Denn es gibt ja auch eine Mutter-Tochter-Geschichte, die einfach alles andere als herzlich ist. Ja. Und, aber das finde ich toll, denn das wird alles besprochen und thematisiert und gerade die Modebranche ist zu einem gewissen Anteil auch wahnsinnig hysterisch. Aber das finde ich vollkommen legitim. Ich halte mich für eine sehr, sehr kreative Person und für mich gehört Drama genauso dazu. Ja, und was ist so dein Geheimrezept, um das Ganze in dich zu saugen, um damit klarzukommen? Weil es ist ja, was du gerade schon gesagt hast, sehr hysterisch, alles sehr dramatisch. Ich wage mich zu behaupten, dass alle, die in dieser Welt involviert sind, auch einen gesunden Abstand dazu haben. Es gibt natürlich in der Situation die Ernsthaftigkeit. Dieses Fotoshooting muss um 17 Uhr beendet sein. Diese und diese Klamotten müssen vorkommen in der Strecke, sonst haben wir mit dem Designer ein Problem. All diese Dinge, die eben dazukommen, wenn man ein kreatives Projekt stemmen möchte. Aber ich denke, man schafft es dann auch zu sagen, gut, wir machen hier Mode, Unterhaltung und arbeiten nicht am offenen Herzen. Ja, das ist würden wir in einem Atomkraftwerk arbeiten, würde das manchmal, glaube ich, ganz anders aussehen. Und Vorsicht bei der Berufswahl muss man ja auch mal noch sagen. Trotzdem würde ich für meinen Teil das niemals eintauschen wollen. Dieses ganze Dramatische, dieses Hysterische, diese ganzen Fashion Weeks, diese Menschen, die man trifft. Und bei dir sieht es wahrscheinlich ähnlich aus, oder? Das ist genau das. Genau. Und das muss man auch lieben und ich gebe das auch offen zu, ich liebe es. Ich liebe es, natürlich liebe ich es, Musik zu machen und ich liebe es, mit meinem Gesang Menschen unterhalten zu dürfen, aber ich liebe auch das Ganze drumherum. Ich liebe es, im Mittelpunkt zu stehen, aber das muss man auch ein Stück weit, wenn man auf der Bühne steht und deswegen kann ich mich damit ganz gut identifizieren. Was denkst du denn, für wen ist denn dieser Film? Also denkst du, dass man da auch leicht reinkommt, wenn man die Serie nicht gesehen hat? Absolut. Ich bin der vollen Überzeugung, dass man die Serie gar nicht kennen muss und auch wenn man heute zum ersten Mal von Absolutely Fabulous hört, kann ich sagen, dass man alles sofort verstehen wird, denn es hat so eine Selbstverständlichkeit und Natürlichkeit, wie diese Charaktere agieren, dass man keine Vorgeschichte braucht. Und es ist einfach wahnsinnig unterhaltsam. Ja, und das ist ein wirklich wahrhafter Einblick in diese ganze verrückte Branche, in der wir uns irgendwie befinden, aber wir es trotzdem irgendwie nicht eintauschen wollen. Genau, es ist natürlich nicht so dargestellt, wie es tatsächlich ist, aber mit einem großen Anteil an Wahrheit. Doch, ja, mit einem großen Anteil an Wahrheit. Sehr schön. Vielen lieben Dank für deine Zeit und ich hoffe ganz ehrlich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, sehr gerne. Conchita Wurst zu Absolutely Fabulous, den ihr ab Donnerstag dann gerne natürlich auch im Kino eurer Nähe anschauen könnt. Das ganze Interview